Wie, willkommen an alle. So welcome. I will start with a silent word of prayer. Ich werde mit einem stillen Gebet anfangen. Amen. Amen. So, we had finished our contemplation on baptism. Also wir haben unser Thema über die Taufe abgeschlossen. So we went back to our original question with which we started. Und somit sind wir zurückgegangen zu unserer ursprünglichen Frage, mit der wir angefangen Which haben. was, what is this message for? Und die Frage war, wofür ist diese Botschaft bestimmt? So we added a couple more points. Und somit haben wir noch ein paar weitere Punkte hinzugefügt. Prepare for heaven and have a deeper understanding. Man tut sich auf den Himmel vorbereiten und ein tieferes Verständnis zu haben. So, and then we started drifting already away to look further into the subject of salvation. Und dann sind wir schon weiter weggegangen und haben uns das Thema der Erlösung angeschaut. And I think I was asking the question, how does salvation work? Und ich glaube, ich habe die Frage gestellt, wie funktioniert die Erlösung? And I didn't look for the 7 steps of salvation model. Und wir haben uns aber nicht das Modell der 7 Schritte der Erlösung angeschaut. I was thinking, what does everyone individually think? Ich habe, does everyone individually understand it? sondern wir haben betrachtet, wie jeder individuell es versteht. How does it work in a practical way, practical life? Wie funktioniert es in einem praktischen Leben, in einer praktischen Art und Weise? And somebody said, salvation, how does it work? It's we need to understand. Dann hat jemand gesagt, also die Erlösung, wir müssen es verstehen. We need to learn and we need to unlearn and learn. Wir müssen verlernen und lernen. And we need to practice what we teach. Und wir müssen auch praktizieren, was wir lernen. And then the point also was made about teaching, that people think, or the comment was made that if you want to be saved, if I put it directly, if you want to be saved, you need to teach. Und dann wurde der Kommentar gemacht, wenn ich es jetzt direkt sage, dass wenn man gerettet werden will, dass man auch lehren muss. So before we were able to continue down that road, und bevor es uns möglich war, weiterzumachen mit diesem Studium, even speak about the subject of teaching, um noch weiter über das Thema des Lehrens zu studieren, sind wir hierher gegangen. How did we get there again, Gail? Wie sind wir nochmal dorthin gekommen, Gail? Because at breakfast this morning, I already had forgotten, so I sat down and I wrote it on a piece of paper. Und beim Frühstück habe ich es heute Morgen schon wieder vergessen und deswegen habe ich mich hingesetzt und es auf ein Stück Papier aufgeschrieben. Throughout the day, I lost the paper. Und während dem Tag durch habe ich das Papier verloren. So do you, because the two of us were talking, do you remember how we went from salvation to this year? Erinnerst du, wir zwei haben nämlich zusammen geredet. Erinnerst du dich, wie wir dorthin gekommen sind? Back to salvation, your salvation in a group and single salvation. Also ich glaube, wir sind zurückgegangen zu dieser individuellen Erlösung und Gruppenerlösung. Beende deinen Gedanken, bitte. From there, that's when we went on to the identity crisis with the individual. Von dort aus sind wir zu dieser Identitätskrise gegangen des Individuellen. We were speaking about if the individual has a problem, wir haben darüber gesprochen, wenn diese individual individuelle will Person eine affect Person the group.
Wenn diese individuelle Person ein Problem hat, dann wird es eine Auswirkung haben auf die Gruppe. On the individual salvation and affecting the group. Also diese individuelle Erlösung betrifft auch die Gruppe. Thank you. Danke. That's good. Klingt I'm gut. writing this out because I want to write down the steps we've taken. Also ich möchte das jetzt auswischen, damit wir die Schritte aufschreiben können, die wir genommen haben. So I don't know, this writing kind of stays on there. Also ich werde es... Oh, we lost Portuguese translation. Wir haben die portugiesische So maybe Übersetzung verloren. Hold the recording Also vielleicht for machen wir everyone kurz who eine Pause needs to. mit der Aufnahme. So we're tracing the way how we came from the subject of salvation. Also wir verfolgen dieses Thema zurück, wo wir vom Thema der Erlösung gekommen to what we were sind, doing here, zu dem, was wir hier which machen, was considering the identity crisis we are in. wo wir die Identitätskrise angeschaut haben, in der wir uns Maybe as a befinden. movement, maybe as a person. Vielleicht als eine Bewegung, vielleicht aber auch als eine Person. So we were talking about salvation. Also wir haben über die Erlösung gesprochen. And with salvation, we were talking about teaching. Und mit der Erlösung kam dieses Lehren. And I think somehow it came up. Irgendwie kam, The people are disappointed, if I remember. und irgendwie kam es auf, dass Leute enttäuscht sind, Because we have this shift now in our understanding what is our relationship to the Levites and Nethinims. weil wir diese Änderung haben bezüglich unserer Beziehung zu den Leviten und den Tempeldienern. So we went over here. Und somit sind wir hierher gegangen. And I think I picked on a previous question we had during one of our meal times. Und ich hatte eine Frage aufgegriffen von einem Gespräch, das wir hatten während der Mahlzeit. Which was something like to the matter, are you in this movement because you want to save yourself or others? How does it work? Do you save yourself or others? Darum ging es, wieso bist du in der Bewegung? Bist du in der Bewegung, um dich selber zu erretten oder andere? To save others. Also errettest du andere Leute Or yourself. oder dich selber? And so we started talking about that. Und somit haben wir angefangen, darüber zu reden. And we went to trying to understand what I think we went to remember the shift which was taken. Und wir haben versucht, diese Änderung zu erkennen, die unternommen wurde. Beforehand, we thought this great amount of people would enter into the movement. Dass wir zuerst gedacht haben, dass diese große Menschenmenge in die Bewegung reinkommen wird. Said or asked, where does this thought come from? Und dann habe ich gefragt, woher kommt denn diese Meinung oder dieser Gedanke überhaupt? And we said, I think we ended up agreeing that it comes from Ellen White in the Bible. Und ich glaube, wir haben am Schluss übereingestimmt miteinander, So, dass es von der Bibel und Ellen White kommt. During our discussion, there was the comment made. Und während unserer Diskussion wurde der Kommentar gemacht. We have here the issue about priests going to the Levites / Nethinims. Wir haben hier dieses Thema, dass die Priester zu den Leviten oder Tempeldiener gehen. And then in between, I think it was Gabriel who did the comment that we are in an identity crisis. Und dann hat, glaube ich, der Gabriel den Kommentar gemacht, dass wir uns in einer Identitätskrise befinden. So, everyone agrees? Stimmt da jeder damit überein? Yeah. Diesen So that's Pfad, more or den less how I wir remember gegangen it as sind? well. Daran erinnere ich mich ebenfalls. And the rest of maybe I can write it down. The rest of the class, we were talking about what is an identity crisis. What does it look like?
Und beim restlichen Teil haben wir uns gefragt, wie sieht denn eine Identitätskrise überhaupt aus? We say there is a disappointment. People are Wir haben disappointed. gesagt, es gibt eine Enttäuschung, Leute sind enttäuscht. There is no goal. Es gibt kein Ziel. And during the day, I was thinking of a better word. Will you let me switch it with no mission? There's no mission. Ich habe während dem Tag darüber nachgedacht und ich glaube, dass das Wort, dass man keine Mission hat, ist besser. Okay, yeah. So no mission, loss of direction. Also keine Mission sozusagen, kein Auftrag, man verliert die Richtung, in die man geht. Man weiß nicht, was man tun soll oder was man sein soll. Discouragement. Man hat diese Entmutigung. Discouragement. Entmutigung. Loss of motivation. Man verliert diese Motivation. Doubt. Zweifel. And loss of belonging. Und auch dieses fehlende Zugehörigkeitsgefühl. So that's how we ended our last class. Und so haben wir unseren letzten Unterricht beendet, weil wir keine Zeit mehr hatten. So, just to set ourselves in proper context. Uns jetzt den richtigen Kontext anzuschauen. What we figured out, or just to remember us, the priests. Nur um uns daran zu erinnern, die Priester. We were thinking a large amount of people would come into this movement. Wir haben gedacht, dass diese große Gruppe in die Bewegung reinkommen würde. In 2014, we're being put on hold. Und 2014 wurde das gestoppt. We say no public evangelism. Es wird gesagt, keine öffentliche Evangelisation. Don't expect many people now. Und erwartet jetzt nicht, dass viele Leute kommen, sondern zuerst müsst ihr euch selber das Problem mit euch selber lösen. Mit euch selber meinen wir die Priester, die Bewegung. Und dann, wenn du bereit bist, at the Sunday law, people will come in. Dann wird am Sonntagsgesetz werden dann die Leute So then we started to reinkommen. understand more about fractals. Und dann haben wir angefangen, mehr über Fraktale zu We verstehen. expected Levites to come before the Nethinims would come. Wir haben erwartet, dass die Leviten vor den Tempeldienern kommen. But we still were upholding like, okay, we are getting ready now, and then people are coming. Aber wir haben immer noch hochgehalten, dass wir vorbereitet sind und die anderen kommen später. And if I could put it that way, Und wenn ich es richtig, now all our hope has been destroyed. Also wenn ich es jetzt so sagen kann, alle unsere Hoffnung wurde jetzt zerstört. Of being this great people. Dass wir dieses großartige Volk sind, große Volk. And that we are this big church having this huge effect in this world. Dass wir diese große Gemeinde sind, die einen großen Einfluss hat auf maybe diese not that Welt. many people will join after all. Und wir würden realisieren, dass vielleicht gar nicht so viele Leute hinzukommen werden. Here we are now, some years later. Und jetzt sind wir hier, ein paar Jahre später. And we are in an identity crisis. Und jetzt befinden wir uns in einer Identitätskrise. So this morning I suggested, Heute Morgen habe ich but I vorgeschlagen, also said I don't have answers. aber ich habe auch gesagt, dass ich keine Antworten It habe. would be interested to see what causes the identity crisis. Dass ich interessiert wäre zu sehen, was die Identitätskrise überhaupt verursacht. So basically, how did we get to where we are now? Also eigentlich, wie kommen wir dorthin, wo sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind? What is the danger Was ist die Gefahr, of being in an identity crisis? wenn man sich in einer Identitätskrise What is befindet? the benefit? Was sind die Vorteile And how do we get out? und wie kommen wir da raus? Aus dieser Krise, wie kommen wir da raus? So how to get out an identity crisis? Also wie kommt man aus dieser Identitätskrise raus? Or maybe I do it different. Oder vielleicht sage ich es anders. Oh, is it? If I put this on a line.
Also ich werde das hier auf eine Linie schreiben. Und wir werden sehen, was ihr darüber denkt. So it seems like there are these three phases. Also es scheint, als ob es diese 3 Phasen So it geben seems würde. like you have an identity. Es scheint, als ob man eine Identität hat. And something happens. Und etwas passiert. And you lose that identity. Und du verlierst deine Identität. And here's the start then of the crisis. Und hier ist dieser Beginn der Krise. So try to work with a different color. Ich versuche jetzt mit einer anderen Farbe zu So arbeiten. here we have the start. Hier haben wir den Anfang. And here we would have the end. Und hier hätten wir das Ende. So at the beginning you have an identity. Am Anfang hat man eine Then Identität. something happens. Und dann passiert Can be etwas. singular, can be plural. Es kann etwas sein, es können mehrere Dinge And then sein. you have the identity crisis. Und dann hast du deine Identitätskrise. So this is where you struggle. Das ist dort, wo du dein Problem hast. And how, when it comes to an end, Und wenn es zu einem Ende kommt, what do you have again? was hat man dann wieder? Then you would have an identity again. Dann hast du wieder eine Identität. Is that identity the same as this one? Ist das hier die gleiche Identität wie dir hier am Anfang? Rosie says no. Rosie sagt nein. Okay. It's a crisis, then it will be the same, continuous. If you're in an identity crisis. Wenn du dich in Let einer me get right. Identität... If this continues, Also wenn das hier then you would have weitergeht, this would be the same as this. dann wäre das hier das gleiche If wie you don't das fix hier. the crisis. Wenn man diese Krise hier nicht I'm behebt. not fully getting you, sorry. Ich verstehe dich nicht ganz. You're saying that we start the identity Du hast gesagt, wir beginnen mit and der that it Identität comes to an end. und dass Is that diese what zu you're einem saying? Ende kommt. Ist es das, was du sagst? I guess what I'm trying to think about is Ich glaube, das, was ich we don't darüber have to think about nachdenke, it in the terms of the movement. Just think about the national identity crisis. also wir müssen jetzt nicht das im Kontext von der Bewegung anschauen, sondern einfach eine nationale There's an Identitätskrise. identity, a person has an identity. Also es gibt eine Identität, eine Person then hat eine something Identität und dann passiert It etwas. can be an event, Es kann ein or it Ereignis can sein be plural events, can be a time period. oder es können mehrere Ereignisse But sein. it's something which drastically puts your identity into question. Aber es ist etwas, das deine Identität drastisch in Frage Which stellt. causes which can cause, in this example, will cause an identity crisis. Welches eine Identitätskrise verursachen kann und in diesem Fall tut es So verursachen. I guess these are some of the symptoms which would go in Und here. das sind hier gewisse Symptome, die man hier reinpassen So könnte. my question was, or I pointed out, how do you get Also- out of it? Also meine Frage war, wie kommt man da heraus? So with that question, I'm assuming that there will be an end to that crisis. Und mit dieser Frage gehe ich automatisch davon aus, dass irgendwann diese Krise beendet wird. For me, that would mean if there's an end to that crisis, Und für mich würde es bedeuten, wenn es ein Ende gibt zu dieser Krise you will hier, have again an identity. dann wirst du wieder eine Identität So haben. my question now is that identity the same as this one? Und meine Frage ist nun, ist diese Identität hier die gleiche wie die Identität hier? People online can also participate if they want. Leute online können ebenfalls mitmachen, wenn sie wollen.
And maybe there's not a right and wrong answer. Gabriel. Und vielleicht gibt es da auch gar keine richtige oder falsche Antwort. Well, if you ask in the natural, I don't know what setting, maybe a personal crisis or maybe a political party or a group, you come out of that crisis with a newfound purpose. So it's somehow, it's like bigger or you basically you come out and you grow. So you have something, you kind of get lost and then you come out with more strength. Also aus so einer Krise hinaus, zum Beispiel eine politische Gruppe oder eine persönliche, wenn es da eine Krise geht, dann kann man da, meistens kommt man da mit neuer Erfahrung oder einer neuen, also eine neue Erfahrung aus diesem Erlebnis raus. Rosie? Eu pesquisei sobre o que é uma crise de identidade. So I did some research on what a identity crisis is. Also ich habe mal ein bisschen A crise de identidade ou a crise existencial se refere a um momento de mudança. And an identity crisis or an existential crisis refers to mudanças, to changes. Krisen, die zu Unterschieden führen. E essas mudanças, elas interferem na autoimagem dessa pessoa. And these changes, they interfere how we relate to our self-perception. Und diese Veränderungen führen zu einer anderen Selbstanschauung. Então, olhando para a pergunta que você fez, eu tenho dúvida, porque pode ser que essa pessoa vai chegar no final mudada, com essa mudança. So, in regard to your question, não tenho dúvida ou tenho dúvida? Eu tenho dúvida. I have my doubts, because once you get out of this crisis, you vai chegar no final com essa mudança. With a change, you get to the end of the crisis changed. Mas eu não sei se muda a identidade dessa pessoa. Ich glaube, wenn man aus so einer Erfahrung rauskommt, I don't know if your identity per se gets changed. Aber ich weiß nicht, ob die Você Identität entende? einer Person sich verändert. Eu não sei se essa mudança que acontece muda uma identidade. Desculpa. Eu não sei se essa mudança muda uma identidade. So I don't know if this change that takes place changes the identity. Und somit weiß ich nicht, ob diese Veränderung, die stattfindet, die eigene Identität verändert. So what do you say comes out there? Would that be the same? Also was denkst du, was kommt da heraus? Würde das Gleiche Or do you sein? say it can be both? It can be the same or something else? Denkst du, es kann das Gleiche sein oder es kann etwas anderes sein? Estou dizendo que pode ser o mesmo ou uma outra coisa. Porque se essa mudança... I'm saying it can be the same or something different. Also ich denke, es kann das Gleiche sein oder etwas anderes. Porque se essa mudança realmente interferir na minha identidade, então ela muda ali. Because if this change interferes in my identity, then certainly something has to change. E cada vez que eu penso para falar com você, Zusammenhang mit meiner Identität, dann muss sich etwas verändern. And each time I think about speaking like you do, und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, wie du sprichst, eu tenho a sensação de que muda, mas não tenho certeza. It gives me the impression that it will change, but I'm not sure how. Dann scheint es mir, dass es sich eine Veränderung geben wird, aber ich weiß nicht, wie diese Veränderung ausschauen würde. Any other thoughts? Gibt es irgendwelche anderen Gedanken? Matthias, do you have a thought? Matthias, hast du einen Gedanke?
Eu acho que tem mudança. I believe there is change. Ich denke, da gibt es Porque Veränderung. acho que logra, si la identidad del logo del fin If the identity at the end logra dar más Identität am respuestas Ende de las que están allí, provides you with more answers than you have beforehand, hat man mehr Antworten als am Anfang. você logra tener una visión diferente de quién es você y quiénes son los demás. you end up having a better vision of who you are and who the others are. Dann hat man Ja, eine ich- bessere Sichtweise, wer du bist oder wer andere Leute sind. Y acho que es una identidad melhor y diferente. And I believe it's better in the different identity. Und ich glaube, dass somit Thank you. eine andere Identität entsteht. Now I got everyone talking. Gabriella, Gail, and then Rosie. Gabriela, Gail und dann Rosi. Maybe before, just pointing out that we have two online comments. Also, So one is in wir haben English. zwei Katja says, I would online. say that my identity has been redefined. For example, the SDI I was 10 years ago is not the same I'm today. I'm still a SDA though. Also eine Online-Antwort, ich würde sagen, dass sich meine Identität neu definiert hat. Die SDA, die ich vor 10 Jahren war, ist nicht dieselbe, die ich heute bin. Ich bin aber immer noch ein SDA. A identidade dela foi redefinida. Por exemplo, na igreja adventista, há 10 anos atrás, ela hoje não é a mesma que ela era na igreja adventista há 10 anos atrás, mas ela ainda assim é adventista. And then Nielsen. E o Nilson diz. Und Nielsen sagt, He doesn't think so because the experience with the message changes you. also So he doesn't denkt, think dass that es it stays nicht the so same, or ist, he thinks it will. weil die Erfahrung der Botschaft einen verändert. changes with the message. So if we understand you correctly, Nielsen, we think Also wenn wir that he dich thinks richtig if we verstehen, represent him correctly, that he thinks it is changed at the end. denkt er, dass es sich verändert am Ende, wenn wir das richtig So wiedergeben. he can confirm or correct us. Und somit kann er uns entweder bestätigen oder sagen, dass wir es falsch verstanden Gabriela. haben. Also Gabriela, Eu estava pensando So I was thinking, ich habe gedacht, I was thinking that even based on the comments that the Gabriella that I am today is not the Gabriella that I was years ago. also ich denke, dass grundlegend auf den Kommentaren ich nicht mehr die gleiche Gabriela bin, wie ich ein paar Jahre zuvor war. So I see we just read This comment, and I think I would agree with her. Então, eu li Und ihr haben gerade diesen Kommentar gelesen und ich würde mit ihr übereinstimmen. since that even when you have an identity crisis, you either come out better or worse. Not Also, the wenn du same eine person, in my opinion. Also wenn du eine Identitätskrise hast, dann kommst du entweder besser nachher heraus oder schlechter, je nachdem, wie die Erfahrung war. Are you muting yourself when you speak in Portuguese then? Oh, okay. Tust du dich muten? Okay, thank you, Technisch. Gabriela. Also danke, Gail. Gail. And by the way, Nielsen says the message brings change to the identity. Nielsen sagt, ja, die Botschaft bringt Veränderung in Bezug auf die Identität. Find a stabilization of that identity crisis, stabilize it, Wenn wir diese some Stabilisierung form sehen, of change. man sieht But eine gewisse Stabilize it. Veränderung. I've got to identify it.
Also man muss es identifizieren. Man muss diese Krise zuerst identifizieren. Don't stabilize it. I'm not going to be able to have a change. Und wenn man das nicht stabilisiert, dann wird es einem nicht möglich sein, sich zu verändern. You have the cause of it, and then you have also the dangers of that. So if I don't have some form of stabilization, I'm not going to be able to have a positive change. Also man hat diese Ursache und die Auswirkung von dieser Identitätskrise, und wenn man diese Krise nicht überwindet, dann wird man keine Veränderung sehen. So if I understand what I'm taking from your comment, also was ich jetzt von deinem Kommentar mitnehme ist you're suggesting what we need or what would be needed to get out of a crisis. Also du schlägst vor, dass wir wissen, was wir brauchen, um aus einer Krise rauszukommen. Man muss es irgendwie stabilisieren. So obviously it would be like our message. I've got to be stabilized within the message. I've got to also es ist wie mit dieser be focused on it. I've got to accept it and realize why I'm accepting it, and then I will be able to move forward. Also es ist wie mit dieser Botschaft, wo man diese Botschaft akzeptieren muss, um auch vorwärts zu kommen und zu verstehen. Rosie. Eu comecei dizendo que havia mudança, que não terminaria a mesma pessoa. So I began by saying that that there would be change and I wouldn't end up the same person. Depois also wir haben gesagt, dass es Veränderung geben würde und dass man nicht als gleiche Person aufhören wird. Then I was in doubt. Depois eu fui na dúvida. Ich gezweifelt. Mas agora eu tenho certeza que há uma mudança. But now I'm sure there has to be a change. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass es eine Veränderung geben muss. Quando eu penso em mim mesma. When I think about myself. Wenn ich über mich selber nachdenke. Não é só uma crise existencial ou de identidade que nós passamos. It's not just a existential crisis, an identity crisis that we go through. Eu acredito que são muitas nessa linha de aprendizado. Identitätskrise, durch die man durchgeht. I think there are many things that we go through on this way that we learn. Ich denke, es sind viele Sachen, durch die man geht, wenn man das lernt. E se a crise de identidade ela se refere a um momento de mudança, when this identity crisis refers to a time of change, onde nós não estamos nos sentindo bem com a nossa autoimagem, where we aren't in peace or we aren't well with our self-perception, our image of our own. Wenn wir nicht mit unserem eigenen Bild übereinstimmen. E eu me refiro ao que a gente representa no movimento. With that, I refer to what we represent within the movement. Mit dem beziehe ich mich darauf, was wir repräsentieren als Bewegung. Então, sim, há uma mudança e agora é uma nova identidade. Then, yes, it is a change and a new identity. Ja, es gibt eine Veränderung und eine neue Identität. Thank you. If I just make quick a comment for the people joining online. Also wenn ich jetzt kurz einen Kommentar mache für Leute, die online mitmachen. The reason why we're starting to have bigger gaps in the speaking. Der Grund, wieso dass wir anfangen, größere Lücken haben während dem Sprechen, the translation work. Ist grundlegend auf der Übersetzung. We have to be aware of that we have languages here. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir 4 Sprachen hier haben. In the room as well as online. Im Raum sowohl als auch online. And
we have to take care of that. Und wir müssen darauf aufpassen, that everyone can translate. Dass jeder übersetzen kann. Not that the audio gets into a mess. Und nicht, dass das Audio miteinander vermischt wird. So we're going a bit slower. Und wir machen ein bisschen langsamer jetzt. Therefore we can go all together. Aber somit können wir alle zusammen vorangehen. Just to put that into the record so no one gets upset. Einfach, dass jeder das weiß, damit niemand sich darüber aufregt. So what I'm taking from the comments is that we think there will be a change to this one here. Also, was wir hier denken, ist von den Kommentaren her, dass hier eine Veränderung stattfinden wird. Raquel says one more thing. Raquel sagt noch etwas Zusätzliches. I also think it would change. Ich glaube auch, dass es sich ändern wird. And I wird. hope so, because I don't want to be in the future how I am today. Und ich hoffe es, denn ich möchte in der Zukunft nicht so sein, wie ich heute bin. Are we familiar with the quote from Ellen White? Also sind wir vertraut mit dem Zitat von Ellen White? You're familiar with it. I'm just reminding you now. Also wir sind schon damit vertraut, aber ich möchte einfach, dass wir uns daran erinnern. Where she says there are these 3 steps. Wo sie sagt, da gibt es diese 3 Schritte on this platform. Auf dieser Plattform. Do you remember that? Erinnert ihr euch daran? And they walk these 3 steps. Und sie laufen auf diesen 3 Schritten, till they reach this platform or were standing on that platform. Bis sie auf dieser Plattform gestanden sind. And everyone was happy. Und jeder war glücklich. And then what happened? Und dann, was ist dann passiert? Somebody remember? Erinnert sich jemand? It's not the narrow path. Es ist nicht der schmale Weg, worüber wir hier sprechen. No one remembers. Erinnert sich niemand daran. Continues that after a while, die Geschichte geht weiter, dass nach einer gewissen Zeit some stepped off the platform, paar Schritte weiter weg von der Plattform. The foundation. Dann gehen ein paar Leute weg von der Plattform, um diese Plattform zu untersuchen und zu schauen, ob diese Plattform richtig gebaut wurde. Tut das euch erinnern? Und dann sagen die Leute, was macht ihr denn da? Hat Gott uns denn nicht durch die ganze Zeit hindurch geleitet? Wieso tut ihr euch jetzt beschweren? Kommt zurück auf diese Plattform. So if we put that on our model here, wenn wir das jetzt auf dieses Modell hier legen, would there have been a change? Is there a change? Gibt es da eine Veränderung? Rosie, unfortunately, is not here now. Jetzt ist Rosie momentan leider nicht hier. Aber gibt es da eine Veränderung in der Identität? Gabriela? Gabriela? Are you asking if there's an identity change in those that left the platform to go see how it is? Fragst du, ob es da eine Veränderung gibt bei dieser Identität der Leute, die die Plattform verlassen haben, um zu gucken, ob das Fundament noch gut ist? I answer you with a question. Ich antworte dir mit einer Frage. Who of these 2 groups have the identity crisis? Wer von diesen 2 Gruppen hat die Identitätskrise? At least those that stepped down from the platform
Diejenigen, die von der Plattform down from the platform were having an identity crisis. Also diejenigen, die von der Plattform weggegangen sind, die haben wahrscheinlich die Identitätskrise. So Gabriela said, these here. Gabriela hat gesagt, diese hier haben die Identitätskrise. And in the experience, White describes in that quote. Und dann erfahren sie, White spricht in diesem Zitat drüber. Wie viele Erfahrungen gibt es? So the ones who step off the platform, they have an identity crisis. Also diejenigen, die von dieser Plattform weggehen, die haben die Identitätskrise. Eventually that crisis would come to an end. Und somit würde diese Krise zu einem Ende kommen. But is there a different experience here? Aber gibt es da eine andere Erfahrung hier? I don't think so. It depends on what they examined when they stepped out the platform. Ich denke nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, was sie untersucht haben, als sie von dieser Plattform weggegangen sind. So, oh, sorry. Go ahead. They might have had a good experience and seen that that platform was always good and correct. Sie mögen vielleicht eine gute Erfahrung gehabt haben und gesagt haben, diese Plattform war immer gut und korrekt. When they examined the platform, they came out with even more doubts and a terrible crisis. I don't know. Als sie von dieser Plattform weggekommen sind, dann hätten sie vielleicht sogar noch mehr Zweifel haben können oder ja, noch mehr Zweifel an dieser Plattform. There's a slight difference. So Gabriela says there's a slight difference. Ich denke, da gibt es einen kleinen Unterschied da drin. So you have people step off the platform. Also man hat Leute, die von der Plattform weggehen. Interesting that some are staying on the platform. Es ist interessant, dass gewisse Leute auf der Plattform stehen. But maybe I'm not ready to get sidetracked by getting sidetracked. Aber vielleicht sollte ich mich jetzt nicht ablenken lassen, indem ich mich ablenken lasse. Identity crisis are the ones who come off the platform. Aber diejenigen, die die Identitätskrise haben, diejenigen sind die, die von der Plattform wegkommen. So, Barbara. Eu estava pensando se as pessoas deveriam ficar na plataforma. So I was thinking if people should stay on the platform. Also ich habe gedacht, die Leute, die an der Plattform stehen. Porque quero falar, eles podem ter uma crise de identidade, mas não têm que deixar a plataforma. Because I was thinking that people can have an identity crisis and not necessarily leave the platform. Und ich glaube, dass Leute Identitätskrisen haben, ohne die Plattform zu verlassen. Porque acho que as pessoas podem ter crises de identidade e olhar para atrás estando na plataforma, não precisam de ser. So I believe people can have an identity crisis. They can look back and still not leave the platform in itself. Also ich glaube, Leute können eine Identitätskrise haben, ohne diese Plattform zu verlassen, aber zurückzuschauen und diese Identitätskrise zu haben. So what I hear you say is that they all could have an identity crisis. Also was ich höre, was du sagst, ist, dass sie alle eine Identitätskrise haben könnten. Some in their crisis, und manche in ihrer Krise entscheiden sich dafür, von der Plattform wegzugehen. Is that what you're saying, Barbara? Ist das, was du sagst, Barbara? Ja? Okay. Okay. So I want to go back to what Gabriela said. Ich möchte zurückgehen zu dem, was Gabriela gesagt hat. To the two different experiences. Zu diesen zwei unterschiedlichen Erfahrungen. One person goes through the identity crisis. Eine Person geht durch diese Identitätskrise and ends up leaving.
Und es verursacht, dass diese Person geht. Sie wird nicht mehr auf die Plattform draufgehen. Und die andere Person geht wieder zurück auf die Plattform. So maybe these people also had an identity crisis. Vielleicht hatten diese Leute hier ebenfalls eine Identitätskrise. And they choose to stay. Aber sie entscheiden sich dafür zu bleiben. Change that there are two different experiences. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es zwei unterschiedliche Erfahrungen gab. Man geht durch diese Krise hindurch und entweder kommst du verändert dadurch hinaus or you re-establish or reinforce your first identity. Oder du tust deine erste Identität wieder etablieren. Macht das Sinn? So we have two options here. Also man hat hier zwei Optionen. We have the options of reinforce. Also wir haben diese Option, dass man das wieder gleich macht. Make that identity just stronger, because you just established it again. Also man verstärkt es nur noch, diese Identität von vorher verstärkt man noch. Or there will be this change. Oder es wird eine Veränderung geben. Where you see something was wrong or not good about this identity. Wo man sieht, etwas über diese Identität war falsch. You were not comfortable with. Es war nicht genug komfortabel. And this identity suits you better. Und diese Identität hier passt dir besser. Yeah, we're all in agreement? Stimmen wir da alle mit überein? So then my question would be, dann wäre meine Frage, what's the experience members in the movement should have? Or the movement itself? Was ist die Erfahrung, die die Mitglieder in der Bewegung haben sollten oder die Bewegung selber? The experience of one or two? Sollten sie die Erfahrung von Nummer 1 oder Nummer 2 haben? Gabriela? If I recall from various studies, and I think my opinion as well, wenn ich mich an andere Studien erinnere und meine Studien auch, we should stay within the platform no matter what we go through. Sollten wir auf der Plattform bleiben, egal was passiert? The question is, as a member of this movement or as a movement, should we go through option 1 or 2? Die Frage ist, als ein Mitglied in dieser Bewegung oder als Bewegung selber, experience that brings you change, even if you stay within that platform. Então, also sollte diese Erfahrung der Veränderung Nummer 2 geben, auch wenn, und du solltest auf dieser Plattform stehen bleiben. Also du solltest die Erfahrung der Veränderung haben und auf der Plattform stehen bleiben. Gabriela is voting for 2. Also Gabriela stimmt jetzt für Nummer 2. Carla is making a comment. Carla macht einen Kommentar. I think that different identities, such as personal, social, cultural, national, etc., can have correlation, but there is not necessarily a causal relationship between them, not even when they are in crisis. Also ich denke, dass verschiedene Identitäten wie persönliche, soziale, kulturelle, nationale und so weiter zwar miteinander korrelieren können, aber nicht unbedingt eine kausale Beziehung zwischen ihnen besteht, auch nicht in Krisenzeiten. Das war jetzt ein Online-Kommentar von Carla. So that was not a direct, there was a comment, not a direct answer to my question. Das war keine direkte Antwort auf meine Frage. Does anyone want to say 1 or 2? Möchte irgendjemand sagen Nummer 1 oder Nummer 2? What do we need to experience? Was müssen wir erfahren? Welche Erfahrung müssen wir haben? Reinforcement?
Brauchen wir diese Erfahrung, diese verstärkende Erfahrung oder brauchen wir eine Veränderung? Okay, we have a problem with also wir haben wieder ein Problem mit der Übersetzung, Portuguese translation. Mit der portugiesischen Übersetzung. Okay, English. Hast du die Referenz für uns? Es ist eine englische. So, spiritual gifts, I believe. Es ist spiritual gifts im Englischen. 182. Might be, maybe over the night we can have a look at it as homework. Also spiritual gifts 100. Ich kann es nicht ganz lesen auf der Tafel, tut mir leid. So, Gail, what do you say? Do we need to experience 1 or 2? Gail, was sagst du? Ist es Nummer 1 oder Nummer 2? The first one, to stand firm, to stay firm. So you're saying, as a movement today, we need to reinforce the identity. Also du sagst, als Bewegung heute müssen wir unsere Identität noch verstärken. So now we have 2 different answers. Also jetzt haben wir 2 unterschiedliche Antworten. Says 2, we need to change. Eine Person sagt, wir müssen uns verändern. Also Nummer 2. And one person says we need to reinforce the past identity. Und eine Person sagt, wir müssen unsere vergangene Identität verstärken. Barbara, what's your opinion? Barbara, was ist deine Meinung? So Barbara thinks also number 1. Barbara denkt auch, dass es Nummer 1 ist. Matthias? Matthias? Number 1. Nummer 1. So Rosie was not here, so I'm not. Do you have an opinion? Rosie, hast du eine Meinung? Eu acredito que é número 1. Also, ich sage auch Nummer 1. So, okay. What does Gabriel say? Was sagt Gabriel? Well, it really depends on where you start. Depende de onde você começa a dizer. Also es kommt darauf, auf welcher Seite man steht. So Gabriel says now, we need to figure out when did it start. Also Gabriel sagt jetzt, wir müssen rausfinden, wann es angefangen hat. So, I don't know what to do now. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Gabriel, do you want to say something? Huh? Möchtest du etwas sagen? Either we start talking now about when did it start, or we ask now why 4 people are against 1 person. Also wir fragen uns entweder, wann hat alles angefangen, oder wir fragen uns, wieso ist jetzt hier 4 Leute gegen eine Person? I'll ask Gail, because she started it. Ich frage Gail, weil sie hat damit angefangen. Why did you choose number 1? Wieso hast du dich für Nummer 1 entschieden? Because if the platform from the beginning was firm, denn wenn die Plattform schon von Anfang an fest wäre, and I needed to believe that it's a firm platform and I need to stay in it and don't get curious and go out, also fest war und ich eigentlich fest darauf stehen muss und nicht mich fragen muss, ob diese Plattform gut ist oder nicht. I guess that's why I stuck to 1. Deswegen denke ich, dass ich mit Nummer 1 gegangen bin. Uncertainty brings more confusion and more doubt. Denn Unsicherheit bringt mehr Verwirrung und Zweifel auf. Okay. Okay. So I basically confused everyone going to the example from Ellen White, I think. Also ich habe, glaube ich, jetzt jeden verwirrt, als ich zum Beispiel von Ellen White gegangen bin. So my motivation to go to that example meine Motivation zu diesem Beispiel zu gehen, because everyone here in the beginning said there needs to be a change in identity. Weil jeder von uns hat am Anfang gesagt, dass es eine Veränderung stattfinden muss in deiner Identität. Und ich wollte aufzeigen, dass es Beispiele gibt, where
it's good that nothing changes, where you reinforce the prior identity. Wo es gut ist, dass sich nichts verändert und man die vorige Identität verstärkt. So I just wanted to show us that there are two different options. Und somit wollte ich uns aufzeigen, dass es zwei unterschiedliche Optionen gibt. Now I'm asking, what option would you choose for now? Und jetzt frage ich euch, welche Option würdet ihr wählen jetzt? Guess I put biasm in everyone's brain. Und ich glaube, jetzt habe ich den Bias in jeden Kopf reingetan. Außer vielleicht von Gabriela. Despite that example. Und lass uns vielleicht anhören, was Gabriela zu sagen hat, wieso dass sie sich immer noch für dieses erste Beispiel entscheidet. But I will be hard on you, I'll tell you. Fürs zweite Beispiel entscheidet. Aber ich werde streng mit dir sein, ich sage es dir. So I remain with my second opinion that we need to have a change. Also ich bleibe mit meiner zweiten Meinung, wo ich sage, wir brauchen eine Veränderung. Because, like I said in the beginning, it depends when you are on the platform, what type of experience you're going to have. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, kommt es darauf an, auf der Plattform, was für eine Erfahrung man hatte. In the crisis, you're gonna come out a better person. Also change is great. Wird man entweder als eine großartige Person rauskommen und die Veränderung ist großartig. See, from the beginning you didn't have a crisis, you remained firmly in your platform, then good, you don't need a change. Aber wenn man gut auf seiner Plattform geblieben ist, dann braucht man diese Veränderung nicht. Okay, so what I'm seeing in your comment. Also was ich sehe in deinem Kommentar is that this person ist, dass diese Person hier needs to change, sich verändern muss, but the platform always stays the same. Aber die Plattform bleibt immer gleich. I've gotten us in a mess. Also jetzt haben wir ein Durcheinander, indem wir zu diesem Beispiel gegangen sind. Because when Ellen talks about the platform, what does she speak about? Denn wenn Ellen über die Plattform spricht, über was spricht sie dann? We could go there. If I brought us in this mess, we might as well go through it. Also wenn wir jetzt in diesem Chaos sind, dann müssen wir vielleicht da jetzt auch durcharbeiten. So it's chapter 29, spiritual gifts. Es ist Kapitel 29 im Geistliche Gaben, also im Englischen. Spiritual Gifts. Pardon me? 29, yeah. It's called a firm platform. Es wird genannt eine feste Plattform. There it says, Dort sagt do you need it, Gabriella? Do you need to send it to you? Brauchst du es, Gabriela? Muss ich es dir senden? No, I saw a company. So I can maybe post it in the chat. Yeah, they don't allow you to post that long of a message. Thank you. Então, a situação não está no português, mas no inglês é USV 168.2.
So it says, I saw a company who stood well guarded and firm, who would give no countenance to those who would unsettle the established faith of the body. Ich sah eine Truppe, die gut bewacht und feststand und keine Rücksicht auf diejenigen nahm, die den festen Glauben der Gemeinde erschüttern wollten. I was shown 3 steps, 1, 2 and 3. Es wurden mir 3 Stufen gezeigt, eine, 2 und 3. Second and third angels' messages. Die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft. Said the angel, woe to him who shall move a block or a stir or a pin to these messages. Der Engel sagte, wehe dem, der in diesen Botschaften auch nur einen Stein bewegt oder eine Stecknadel rührt. The true understanding of these messages is of vital importance. Das wahre Verständnis dieser Botschaft ist von entscheidender Bedeutung. The destiny of souls hangs upon the manner in which they are received. Das Schicksal der Seelen hängt von der Art und Weise ab, in der sie empfangen werden. I was again brought down through the messages and saw how dearly the people of God had purchased their experience. Ich wurde durch diese Botschaften wieder heruntergeholt und sah, wie teuer das Volk Gottes seine Erfahrung erkauft hatte. It had been obtained through much suffering and severe conflict. Sie war durch viel Leid und schwere Konflikte erleidet Step by step, worden. God brought them along until he placed them upon a solid, immovable platform. Schritt für Schritt hatte Gott sie vorangebracht, bis er sie auf eine feste, unbewegliche Plattform gestellt hatte. Then I saw individuals as they approached the platform before stepping upon it, examine the foundation. Dann sah ich, wie einzelne Personen, die sich der Plattform näherten, bevor sie betraten, das Fundament untersuchten. Some with rejoicing immediately stepped upon it. Einige traten sofort freudig drauf. Others commenced to find fault with the lying of the foundation of the platform. Andere begannen, das Fundament der Plattform zu bemängeln. They wished improvements made, and then the platform would be more perfect and the people much happier. Sie wünschten sich, dass die Verbesserungen vorgenommen würden, dann wäre die Plattform vollkommener und die Menschen viel glücklicher. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? Isn't that interesting? If the platform would be more perfect, improved in their eyes, wenn diese Plattform mehr verbessert werden würde in ihren Augen, people are much happier. Dann wären die Leute viel glücklicher. It's not about what makes God happy, it's about what makes people happy. Es geht nicht darum, was Gott glücklicher macht, sondern was die Menschen glücklicher macht. So some stepped off the platform and examined it, then found fault with it, declaring it to be laid wrong. Also, sie wünschen sich, dass die Verbesserungen vorgenommen würden, dann wäre die Plattform vollkommener und viel Glück. Einige traten von der Plattform ab und untersuchten sie, dann bemängelten sie und erklärten sie, sei falsch gelegt. I saw that nearly all stood firm upon the platform, exhorted others who stepped off to cease their complaints, for God was the master builder and they were fighting against him. Ich sah, dass fast alle fest auf der Plattform standen und andere, die heruntergetreten waren, ermahnten, mit ihren Beschwerden aufzuhören, denn Gott sei der Baumeister und sie kämpften gegen ihn.
They recounted the wonderful work of God, which had led them to the firm platform, and in union, nearly all raised their eyes to heaven with a loud voice, glorifying God. Sie erzählten von dem wunderbaren Werk Gottes, das sie auf die erste Plattform geführt hatte, und fast alle erhoben gemeinsam ihre Augen zum Himmel und priesen Gott mit lauter Stimme. This affected some of those who had complained and left the platform, and again they with a humble look stamped upon it. Das bewegte einige von denen, die sich beschwert hatten, und sie verließen die Plattform und sie traten wieder mit demütigem Blick auf sie zu. So we won't continue with this quote. Wir werden mit diesem Zitat jetzt nicht weitermachen. We know that Ellen White will explain that parable in the next paragraphs. Aber wir wissen, dass Ellen White das Gleichnis in den nächsten Paragraphen erklären And she wird. will give us the line of Christ. Und sie wird uns die Linie Christus geben. And will parallel then with the experience the Millerites had. Und wird diese parallel stellen mit der Erfahrung, die die Milleriten hatten. So, when did Ellen White write this quote? Wann hat Ellen White dieses Zitat geschrieben? Does somebody know? Weiß das jemand? 82? 82? 1858, Gabriel? 1858? Okay, Gabriel has an observation. Gabriel hat eine Beobachtung. Translating. This very same quote, I believe, is also to be found in early writings, 258. So it might be easier for the interpreters if they can access the early writings version. So, give us again early writings. 58. 258, paragraph. Also es gibt noch ein anderes Zitat, das auch vielleicht einfacher ist zu finden, nämlich in früher Schriften, also Early Writings 285 im Englischen, also Early Writings 285 im Englischen. Same situation as we've been talking about, as Elder Tamina been talking about. Hier nochmal die gleiche Situation, die auch älteste Tamina darüber gesprochen hat. Same book in same quote in two books. Das gleiche Zitat in zwei unterschiedlichen Büchern. So we have it in early writings. Also wir haben es in den frühen Schriften, which I believe was 82. Welches ich denke, dass es im 1882 geschrieben wurde. And in spiritual gift in 58. Und geistliche Gaben in 58. And she says, I saw a company. 85. Und ich habe, sie sagt, so she's looking back the experience they have been through. Also es sagt, ich sah eine Truppe. And she says, sie schaut zurück. That is a firm platform. Sie sagt schaut zurück und sagt, das ist eine feste Plattform. With, you know, in the next quotes we haven't read, but I think everyone is familiar with. In den nächsten Zitaten, die wir noch nicht gelesen haben, aber ich denke, wir sind alle damit vertraut. In 1858, where's Ellen White standing? Im Jahr 1885, wo ist da Ellen White? Where's Ellen White standing on the line? Wo steht Ellen White auf der Linie? Entschuldigung, 1858. She's going through the crisis? 1858. Also sie geht durch die Krise. Barbara says after. Barbara sagt, es ist nach der Krise. So, will you see it if I put a small line here? Also seht ihr es, wenn wir hier eine kleine Linie zeichnen.
So we know we have 1798. Also wir haben hier 1798, 1844, 1844, 1850, 1850, then I think comes 61. und dann denke ich, dass 61 kommt, 1861, und dann 1863. If I'm correct, that's the right line. Und wenn ich korrekt bin, dann ist das die Milleritenlinie. Gail, which of these dates is the son-in-law? Gail, welches dieser Daten hier ist das Sonntagsgesetz? 1850. 1850. So, here's the son-in-law. Hier ist das Sonntagsgesetz. When we look at Ellen White here, Wenn wir uns Ellen White hier when she says, I betrachten, saw, dann sagt sie, ich habe and gesehen. she's in 1858, where is she? Und sie in 1858 ist, wo befindet sie sich da? So she's, Ellen White is here. Also Ellen White ist hier. Ellen White is here, looking back, Und sie schaut how God zurück, has led them. wie Gott sie geführt hat. So she is going to point out the three angels' messages. Sie wird die 3 Engelsbotschaften aufzeigen. And the three angels' messages, Und die 3 Engelsbotschaften, where was it included to? wo wurde es Bad question. noch mit My point einbezogen? Schlechte Frage. The 1850 chart had to come. Also mein Punkt ist, die 1850er Karte musste aufkommen. Where you see the Sabbath and the sanctuary being part of the 1850 chart. Wo man sieht, wie der Sabbat und das Heiligungsdienst in der 1850er Karte ist. Also sie gehen durch all diese Geschichte hindurch. Und sie haben es am Anfang gesagt. Oh, that's early writing now. Here. It had been obtained through much suffering and severe conflict, she says. Sie sagt, es wurde hochgehalten durch hohes, also es ist ein Textstelle, die wir vorhin gelesen haben. He helped them on this platform. Also sie war durch viel Leid und schwere Konflikte erlangt worden. Schritt für Schritt hatte Gott sie vorangebracht. Also hier sagt er, sie stehen auf der Plattform. Und das wurde, dies ist die Geschichte vor der Plattform. Und das war verbunden mit viel Leid und schweren Konflikten. So where are we? Wo befinden wir uns hier? Gail? So we are here. Also wir befinden uns hier. Wir befinden uns hier. And this is why I said I brought us in this mess. Und deswegen habe ich gesagt, habe ich uns in das Chaos gebracht. I suggest we are in this time period. Weil ich habe vorgeschlagen, wir befinden uns auf dieser Zeitperiode. We're still suffering. Wo and going sie through severe leiden, conflict to get on that platform. wo sie durch viel Leid und schwere Konflikte auf diese Plattform gelangen. Aber Ellen White in diesem Zitat schaut eigentlich zurück und sagt, dass hier Leute Zweifel hatten und von der Plattform weggegangen sind. Und wir befinden uns immer noch vorher, wo wir auf dieses Werk warten, das vollbracht werden muss. Und wir auf der Plattform bleiben müssen. Versteht ihr das? Oder haben Leute andere Meinung? Es otra crisis. It's another crisis. It could be En another el crisis. futuro. Es könnte eine andere Krise sein. What does that teach us? Was lehrt das uns? Que ten crecimiento en cada etapa del camino. There's growth on every step of that way. Also es gibt Wachstum auf jedem
Schritt dieses Weges. Gell? That there is suffering, this continuous suffering along the path. Also es gibt Leiden auf diesem Weg. So if you think it was already hard, also wenn ihr gedacht habt, dass es bereits jetzt schon hart don't ist, wait for the Sunday Lord to release you. dann wartet nicht darauf, dass das Sonntagsgesetz sozusagen euch erlöst. Das wäre eine Illusion. Rosi? Rosi? São mudanças que vão acontecendo, pelas quais nós vamos ter que passar. To do that, changes which need to take place and through which we go through. Da gibt es Veränderungen, die stattfinden müssen und durch die wir durchgehen müssen. Conflitos. Konflikte. Que nos manterão sobre a plataforma. That will keep us on the platform. Die Se nós passarmos por eles. Behalten werden. Once we get through them. Sabendo que é cada vez mais difícil. Knowing that they get each time more difficult. Und dass sie immer schwieriger werden. Ja. Gabriela? Are you going to change your position? Wirst du deine Meinung ändern? Number 2. Du bist die Einzige, die gesagt hat Nummer 2. Gehst du jetzt zu Nummer 1 oder möchtest du etwas hinzufügen, jetzt wo wir zum Zitat gegangen sind? Anything. I think based on the quote, I think that's what I was trying to explain. Ich denke, grundlegend auf dem Zitat war das, was ich erklären wollte. Okay. We have from Katja, we have a comment online. Wir haben von Katja hier einen Kommentar online. She says, I think it is necessary that there are crises. Sie sagt, ich denke, es ist notwendig, dass es Krisen gibt. Without us being shaken, we would not be transformed, which is one of the purposes of the message. Wenn wir nicht aufgerüttelt werden, können wir uns nicht verändern und das ist einer der Zwecke der Botschaft. Einer der Zwecke der Botschaft. First we listen and have an increase of knowledge, then we have a decision to make at the formalization. Zuerst hören wir zu und haben eine Zunahme an Erkenntnis und dann müssen wir bei der Formalisierung eine Entscheidung treffen. These decisions will show where we stand. Und diese Entscheidungen werden zeigen, wo wir stehen. Summarizing. Zusammenfassend. We went to identity crisis. Wir gingen zu der Identitätskrise. And we didn't want to apply anything, we were just looking at the nature of it so far. Und wir wollten noch nichts anwenden, sondern wir wollten uns einfach die Natur davon betrachten. And most of us, I think all said here needs to be a difference than there was here. Und die meisten oder fast alle von uns haben gesagt, dass es hier einen Unterschied geben muss zu dem hier. And since I like to be challenging, und weil ich es mag, herausfordernd zu sein, pull up an example, versuche ich ein Beispiel zu erzählen, which shows that not always a change is good. Um aufzuzeigen, dass eine Veränderung nicht immer gut Therefore, ist. I went to this example here. Und deswegen bin ich zu diesem Beispiel hierher gegangen. And by that I might have caused biasm in everyone's opinion. Und somit habe ich wahrscheinlich ein Bias verursacht in jeder seiner Meinung. Und das versuche ich ein bisschen jetzt wieder wegzutun. By showing in this line, indem ich auf dieser Linie hier aufzeige, dass wenn Ellen White darüber spricht hier, dann befindet sie sich in einer anderen Dispensation als wir jetzt. And I don't mean Millerites 144,000. Und ich meine jetzt nicht die Milleriten und wir und die 144.000,
sondern ich meine uns nach dem Sonntagsgesetz. I went to this example just to show that there are two options we have. Also, ich bin zu diesem Beispiel gegangen, um eigentlich aufzuzeigen, die zwei Optionen, die wir haben. It's good to reinforce the old identity. Manchmal ist es gut, seine eigene Identität zu verstärken. You have to have a change. Und manchmal musst du eine Veränderung haben. Depending where we're at, und je nachdem, wo wir uns befinden, depending on the crisis, je nachdem, was es für eine Krise ist, und vielleicht auch je nachdem, wo wir uns auf der Linie befinden, the outcome. Müssen wir uns für diese Schlussfolgerung entscheiden. Brauchen wir diese Verstärkung oder müssen wir uns verändern? Did that make sense? Hat das Sinn gemacht? So, I hope I wiped out the biasm. Ich hoffe, dass ich dieses Bias jetzt weggewischt habe. Und jetzt wollte ich noch mal fragen. 2023. 2023. It's clear to us we're in a crisis. Es ist für uns klar, dass wir uns in einer Krise befinden. As an individual. Als Individuelle, also as a movement. Aber auch als Bewegung. What do we need? Was brauchen wir? Reinforcement? Diese Verstärkung? Or change? Oder Veränderung? Simple answer. I will go through. Einfache Antwort. Ich werde hier durchgehen. Wer sagt 1 und wer sagt 2? One or two. Leute können auch online sagen, was sie denken. Nummer 1 oder Nummer 2? Okay. Both. Yes. She wants to say both. No, I give just the option 1 and 2. Reinforce. You're sticking with reinforce. Also du bleibst bei dieser Verstärkung, okay? Então, você ainda vai permanecer com a sua resposta. Yeah, still thinking. I'm still thinking. So at the back, at the end, I'll get back to you. Rosie, what do you think? Am Schluss komme ich auf dich zurück. Rosie, was denkst du? 1 oder 2? 1 oder 2? Depende. Es kommt drauf an. Nein. Don't be afraid. Habt keine Angst. Wir sind hier zusammen, um zu sprechen. Eu não sei, eu tenho dúvida, mas eu acho que é reforçar ainda. So you would say number 1. Also du würdest sagen Nummer 1. And that would be reinforced, yes. Yeah. Gabriel, what do you think? Gabriel, was denkst du? So Gabriel picks number 2. Matthias? Gabriel nimmt Nummer 2. Matthias? Weiß es nicht. Barbara? Barbara? Please. Barbara. Sie sagt Nummer 2. Gabriela? Gabriela? Number 2. Number 2. Yeah, Nummer 2. Aline, number 1 or 2? Aline, número 1 ou número 2? Number 2. Número 2. Nummer 2. So Gail, have you swapped? Yes, because Okay, hast du deine Meinung geändert? Gail, você mudou sua opinião? Yes, because I see we are having some changes, so I'll go for number 2. Also ich sehe, dass wir gewisse Veränderungen haben und somit denke ich, dass wir für Nummer 2 gehen. So you're seeing changes in the movement. Also du siehst Veränderungen in der Bewegung. And you say we need number 2. Und deswegen sagst du, wir brauchen Nummer 2. Because everywhere I go, there's anyway already change. Weil überall, wo ich hingehe, da ist sowieso bereits Veränderung. Number 1. Da bleibe ich jetzt trotzdem bei Nummer 1. So, Say number 1. So Rosie and Gail are firm on number 1. Also Rosie und Gail haben beide Nummer 1 und stehen fest darauf. Quando eu olho para a linha e vejo início e fim, When I look to the line and I see beginning and end,
Wenn ich die Linie eu anschaue, começo a Anfang und pensar Ende que se é sehe, o fim, se eu estou no fim, I think when I'm at the end, dann denke ich, wenn man am Ende ist, talvez tenha que ter havido uma mudança. maybe a change need to have taken place. da muss sich vielleicht eine Veränderung Sim, stattfinden. para chegar ao fim, é o final de tudo, então eu penso que haverá uma mudança, terá uma mudança In order to reach that nessa end, trajetória. I need to have gone through a change. Um bei diesem Ende anzukommen, muss ich durch eine Veränderung hindurchgegangen sein. So people online are very quiet. Also Leute online sind sehr ruhig. Don't be shy. Seid nicht schüchtern. So, Barbara, why did you choose number 2? Wieso hast du dich für Nummer 2 entschieden? Porque eu estou pensando que a gente está antes da lei dominical. Because I believe we are before the Sunday law. Weil ich glaube, dass wir uns vor dem Sonntagsgesetz befinden. Weil ich glaube, dass wir uns vor dem Sonntagsgesetz da lei dominical seria o tempo para mudar algumas coisas. And the time before the Sunday law is the time to make changes. Und die Zeitperiode vor dem Sonntagsgesetz ist die Zeitperiode, wo Veränderungen stattfinden müssen. So, before this, sorry, you haven't finished. E se a gente tem outra crise depois da lei dominical? And if we were to have another crisis after the Sunday law, und wenn wir noch eine andere Krise hätten nach dem Sonntagsgesetz, coisas, não mudar. Then we would have to reinforce. Dann müssen wir es verstärken und nicht verändern. Okay, so Barbara is basing her viewpoint on if we are before or afterwards the Sunday law. Also Barbara tut ihre Meinung darauf grundlegen, ob wir uns vor oder nach dem Sonntagsgesetz befinden. What was your reason? Gabriel, was war dein Grund? Saying it depends on where you start that crisis and also where it ends. Also es kommt darauf an, wo die Krise anfängt und wo es aufhört. I'd probably say what Barbara just said. Also ich würde das sagen, was Barbara auch gesagt hat. Because we're prior to the Sunday law. Also ich würde es auch sagen, weil wir uns vor dem Sonntagsgesetz befinden. However precisely you place us, there's certainly not much time left for great changes. I guess it's not like something. Well, not gonna improvise any answer. I'm not quite sure, but I think it depends on where you place that crisis. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es kommt darauf an, wo wir diese Krise platzieren. So Barbara has fans because Gabriel is viewing it as you and Raquel is viewing it as you as well. Also Barbara hat Fans, weil Gabriel hat die gleiche Meinung wie du und Raquel hat auch die gleiche Meinung wie du. And Gabriella, you are with Barbara as well. Und Gabriela, du bist mit Barbara, auch mit Barbara. How do I ask this question? Wie frage ich nun diese Frage? Maybe I can ask it this way. Vielleicht kann ich es so fragen, wie folgt. Can you give me an answer in a parable? Kannst du mir eine Antwort geben in einem Gleichnis? That there's a need for change. Dass es da eine Notwendigkeit gibt der Veränderung. Gabriel? I can but try. Ich kann es versuchen. The very beginning of the classes, you went to the example of courtship.
Am Anfang der Unterrichtsstunden bist du zum Beispiel der Courtship gegangen. And I would say that the time of courtship is a time where you should go through substantial adjustment and changes. Und ich denke, in dieser Zeitperiode des Courtships oder des einander kennenlernens sollte man durch gewisse Veränderungen durchgehen. Often necessary. Und diese sind notwendig. I wouldn't say that once you're married that you suddenly discover that you have to change. That shouldn't be the case, that you do drastic changes during your marriage experience. You should into the marriage prepared. Und wenn du verheiratet bist, da sollte es nicht diese drastischen Veränderungen geben, wenn man das jetzt so vergleicht miteinander. How I understand marriage, wie ich die Ehe verstehe, is that people always change. Ist, dass Leute sich immer verändern. That's why people say, you're not the person I married back then. Deswegen sagen die Leute, du bist nicht die Person, die ich damals geheiratet habe. Can drastically change in the lifetime of a marriage. Leute können sich drastisch verändern in ihrer Lebenszeit, in ihrer Ehe. Time to create a firm foundation that you can build upon once you're entering marriage. Ich würde sagen, diese Zeit der Courtship ist eine Zeit, wo du dein Fundament der Ehe drauf baust. So, after marriage, you point back to your foundation, the courtship. Is that what you're trying to say? Also nach der Ehe tust du zurückschauen auf dein Fundament, welches die Courtship oder dieses Kennenlernen ist. Das heißt, du tust darauf aufbauen, auf dieser Courtship, auf diesem Bund. As an example, it's a parable which is certainly difficult to apply when you look to individual examples. Also das ist ein schwieriges Beispiel, wenn man es individuell anwendet. Said in individual experiences, things might change drastically even afterwards. Und laut Erfahrung können sich Dinge auch noch drastisch verändern, auch nachher noch. Supposed to make wise choices, to make necessary adjustment before taking the decision of entering into a marriage. Aber ich denke, bevor man heiratet, tut man diese wichtigen Entscheidungen treffen, wo man sich kennengelernt hat bei dem Courtship. That foundation during your ongoing crisis and challenges during your marriage. Das habe ich jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Okay. Vadim also adds, he says, do they change or do they reveal their true nature? I assume he would say about marriage, when you enter marriage. Vadim hat geschrieben, verändern sie sich wirklich oder tun sie ihre wirkliche Natur sozusagen aufzeigen? I think I'll just leave it as that. Geheiratet ist. Also ändern sie sich oder offenbaren sie ihre wahre Natur? Also wenn wir jetzt zurück zu Gail kommen, weil du bist mit Nummer 1 immer noch bei Nummer 1. What is again your reason? Why do you keep say one is so needed? Wieso bleibst du bei Nummer 1 und du sagst, Nummer 1 ist so wichtig? I guess because of the story of the platform. Ich denke wegen der Geschichte der Plattform. And all we needed to do is just to strengthen. Und alles, was wir tun müssen, ist einfach nur stärker zu werden. So what is the platform you're standing on?
Also was ist denn die Plattform, auf der du stehst? The message. Die So what's the Botschaft? message? Also was ist die Botschaft? Not to get off the platform. Dass man nicht von der Plattform weggehen soll. You see that we're starting to get in problems. Siehst du, dass wir anfangen, Probleme zu bekommen? At the moment, we don't know what our message is. Momentan wissen wir gar nicht, was unsere Botschaft ist. So is there already a platform? Also gibt es da bereits eine Plattform? Is there a platform? Is there, as I say, without the platform, is there a message at the moment which we can stand firm upon and reinforce because we are very sure of what we're saying? Gibt es da momentan eine Botschaft, wo wir uns wirklich da noch verstärken können, weil wir wirklich sicher sind, was diese Botschaft eigentlich ist? Das ist eine Frage. It's on the message. For example, at the moment we are on gender equality. Is that what you're talking about? That sort of message that we can stand firm on and say we're firm about that? Es kommt auf die Botschaft drauf an, zum Beispiel bei Gleichberechtigung können wir sagen, wir stehen fest darauf. As an example, we can go with that. Wenn wir das als Beispiel nehmen, for example, equality. Können wir das machen. So Gail is standing upon equality. Sorry, I'm picking you now. Also Gail steht auf der Gleichberechtigung. So how does equality look like? Also wie sieht die Gleichberechtigung aus? Well, I'm going to have to go back, starting from the line of the patriarchal system, also ich müsste zurückgehen zur Linie gender der biases, System, zurück zu so you're going Bias. To what we've preached the last 4 years. Also du gehst jetzt zurück zu dem, was wir die letzten 4 Jahre gelehrt haben. And then I'm going to ask you, what does equality look like in your day-to-day life? Und dann werde ich dich fragen, wie sieht Gleichberechtigung in deinem alltäglichen Leben aus? And I very quickly would pick up on that Elder Tessa said, we need to be radical feminists. Und dann werde ich sehr schnell auf das zurückkommen, was älteste Tess gesagt hat, dass sie gesagt hat, wir müssen radikale Feministen sein. And then I would ask you, are you radical feminists? Und dann würde ich dich fragen, was ist denn ein radikaler Feminist? And if you say yes, I would say, how does it look like? Oder ich würde fragen, wie sieht denn weißt du, wie ein radikaler Feminist aussieht? Und dann würde ich fragen, ja, wie sieht er denn aus? And I think if we're fair with ourselves, we come very quickly to conclusion we don't know. Und wenn wir fair mit uns selber sind, dann kommen wir sehr schnell darauf zurück, dass wir es nicht wissen. Can you follow me? Kannst du mir folgen? So, do you still think we have something firmly to hold on? Also glaubst du immer noch, We're dass wir etwas Festes haben? Yes. Etwas Festes haben, wo wir uns festhalten können? I'm not trying to change anyone's mind, but I think this is where we are getting. Ja, wir müssen so Katja says, also Katja hat jetzt noch einen Kommentar. I would choose number 1. Ich würde Nummer 1 wählen. It would take the parable of the plant. Ich würde das Gleichnis der Pflanze on the nehmen. same soil platform, but grows along the way, being an ears, then a stem, and then a tree. It has grown to a tree, but never became a flower. Also sie bleibt auf demselben Boden, Plattform, aber sie wächst auf ihrem Weg. Sie wird zur Ähre, dann zum Stamm und dann zum Baum. Sie ist zu einem Baum gewachsen, aber nie zu einer Blume geworden. It's where they have fruit, so like already shown the fruit. Começam a germinar, depois dar fruto e se tornam uma árvore. E que tem crescido. Cresceu para ser uma árvore, mas nunca deu flor. So this is interesting now that Katja goes to the parable of a plant.
Es ist interessant, dass Katja jetzt zu einem Gleichnis der because Pflanze that's where geht, I would have gone to. denn das ist das Gleichnis, wo ich hingegangen So she wäre. is going to that parable to prove number one. Also sie geht zu diesem Gleichnis, um Nummer 1 zu And I beweisen. would go to that to prove number two. Und ich wäre zu diesem Gleichnis gegangen, Because um what does Nummer Ellen White 2 zu says? beweisen. Denn was sagt Ellen White? Either the plant grows or it has to die. Entweder die Pflanze wächst So for me, oder what sie muss I would have sterben. taken, Und somit, was ich genommen hätte, there needs to be growth es muss Wachstum at geben every stage. zu jedem Otherwise, Zeitpunkt. there's something bad happening. Sonst passiert etwas Schlechtes. And yes, a tree doesn't become a flower. Und ja, der Baum wird zwar nicht zu einer It's on Blume, your back. Yeah. Okay. But there has been change to that particular plant. aber da gab es Veränderung zu diesem So spezifischen I guess it Plan. depends on how you look at the parable. You see change or maybe you don't see change. Also ich denke, je nachdem, wie du dein Gleichnis anschaust, gibt es Veränderung oder gibt es Now, keine Vadim is Veränderung. asking, how does growth implement change? Und jetzt fragt der Vadim, was bedeutet Wachstum für den Wandel oder für die So we know Veränderung? Ellen White parallels a child to a plant. Wir wissen, dass Ellen White eine Pflanze gegenüberstellt zu einem Kind. So the baby, let's call him, her, Kim, gender neutral. Also lass uns das Baby Kim nennen, also geschlechtsneutral. Kim is a Kim. male or female name. Kim ist ein männliches oder weiblicher Name. Kim is a baby. Kim ist ein Needs to be Baby nurtured. und es muss genährt But werden. as she or her grows, Aber wie sie oder er wächst, change will happen. werden The Veränderungen baby would auftreten. start walking, Das Baby fängt an zu laufen and as it gets older, und wie es älter wird, it will be a much more independent person. wird es immer unabhängigere Person werden, Till to the point where that person doesn't need as much care anymore bis diese Person nicht mehr so viel Fürsorge brauchen wird, as he or she needed when they were a baby. wie sie oder er es gebraucht hat, als sie ein Baby war. Kim. Aber es ist immer noch Kim. So Kim hasn't turned into Barbara or Gabriella. Also Kim hat sich nicht verändert in Barbara oder Stays all the Gabriela. way, Es Kim. bleibt immer noch Kim, yet there was still some change. aber es gab immer noch gewisse Veränderungen. Raquel says, Raquel sagt, when a plant begins to grow, it's weak, but a tree will be strong. wenn eine Pflanze zu wachsen beginnt, ist sie schwach, aber als Baum wird sie stark sein. Mas como uma árvore, ela se torna forte. Quando a planta começa a crescer, ela é fraca, mas quando se torna uma árvore, ela é forte. So maybe I'm all wrong about this. Maybe I'm the wrong person. Also vielleicht bin ich hier falsch, vielleicht sage ich hier When it comes to identity falsch. crisis, Wenn es zur Identitätskrise kommt, I think we know we're in a crisis. glaube ich, wir wissen, dass wir uns in einer Krise And all befinden. I wanted to show us Und alles, was ich uns zeigen wollte, is that there are two options. ist, dass es zwei Optionen Either gibt. we reinforce the past identity, Entweder tun wir die Identität von der or we say Vergangenheit something needs to verstärken, change. oder wir sagen, etwas muss sich ändern. And I think this movement already has chosen that change needs to happen. Und ich glaube, diese Bewegung hat sich bereits dafür entschieden, dass Veränderung stattfinden That's muss. why we're in this mess. Deswegen befinden wir uns in diesem We have Chaos. this identity, Wir haben diese Identität and something at one point starts a crisis. und etwas zu einem gewissen Zeitpunkt beginnt eine Krise That's why we're here. oder verursacht die Krise. Und deswegen sind wir I hier. assume, I hope,
Und deswegen hoffe ich, wenn ich richtig that we bin, all think that we don't want to be where we were 8 years ago. dass wir nicht am gleichen Ort sein wollen, wie wir vor 8 Jahren waren. We're all happy that we passed 2018. Wir sind alle froh, dass wir an 2018 vorbeigegangen sind und die Mitternachtsrufbotschaft gehört haben. I haven't heard at least someone tell me that they like to be in the time period before the midnight cry message. Ich habe noch niemand gehört, die gesagt haben, sie mochten die Zeit vor der Mitternachtsrufbotschaft lieber. So I think this movement has already decided change needs to happen. Also ich glaube, diese Bewegung hat sich bereits dafür entschieden, dass Veränderung stattfinden muss. We're not reinforcing what was before. Wir tun nicht noch verstärken, was vorher war. I guess what the crisis is about, or the challenge. Ich glaube, diese Herausforderung, die da ist, what is this new identity gonna be like? Wie wird diese neue Identität ausschauen? How's the movement gonna look like? Wie wird die Bewegung ausschauen? We could say, how does a radical feminist, God-fearing movement look like? Man könnte sagen, wie sieht eine radikal feministische Bewegung aus? Macht das Sinn? So, I think we have to close, Barbara. Yeah. Ich glaube, wir müssen abschließen, Barbara. Also zusammenfassend. We're talking about what is this message of this movement for? Wir sprechen darüber, wofür ist diese Botschaft bestimmt. After talking about the internal, external. Danach haben wir über dieses Interne und Externe gesprochen. Wir haben angefangen, über die Erlösung zu sprechen. Salvation is about saving me, or is it saving others? Welches zur Frage geleitet hat, geht es bei der Erlösung um mich zu erretten oder andere zu erretten? We reminded us of the subject of the priests, Levites and Nephilims. Und dann haben wir uns daran erinnert, an die Themen von Priester, Leviten und Tempeldiener. What could I call it? The change, the light. Und das ist diese Veränderung oder das Licht, das wir sehen. We were considering what kind of experience caused it among us. Und somit haben wir betrachtet, was für eine Erfahrung das verursacht hat. And the comment was made, identity crisis. Und der Kommentar wurde gemacht, Identitätskrise. So we got hooked now on that. Und jetzt sind wir darauf eingegangen. And we looked at identity crisis. Und wir haben uns diese Identitätskrise angeschaut. We have looked at symptoms. Wir haben uns Symptome angeschaut. We have looked at symptoms, but today or tonight, aber heute Abend oder heute this identity crisis, haben wir versucht, diese Identitätskrise herauszufinden. Where we're heading? Are we reinforcing our old identity? Wo gehen wir lang? Tun wir unsere alte Identität bestätigen oder verstärken oder tun wir uns verändern? That we are changing. Und die meisten von uns haben verstanden, dass wir uns verändern müssen. In our next class, und ich denke, in unserer nächsten Unterrichtsstunde I think it would be good to look at what caused the identity crisis. Denke ich, würde es gut sein, anzuschauen, was diese Identitätskrise verursacht hat. Also in dieser Pause jetzt, die wir haben über Nacht, maybe people can contemplate, why are we here where we are? Können Leute vielleicht darüber nachdenken, wieso befinden wir uns an diesem Ort, wo wir uns befinden momentan? Look at a little bit of all these subjects. Und vielleicht können wir uns morgen dann diese Themen hier anschauen. The cause, the danger, the benefit and how to get out of it. Also die Ursache, die Gefahr, der Vorteil und wie man aus dieser Krise herausgehen kann. Let's close with a word of prayer. Lass uns mit einem Gebet abschließen. Almighty God, allmächtiger Gott, thank you for the lines you have given us.
Danke für die Linien, die du uns gegeben where we hast, can see where we're at in Earth history, dass wir sehen können, wo wir uns befinden in dieser but Weltgeschichte, where we can also see what kind of experience we're to have at this time. aber dass wir auch sehen können, was für eine Erfahrung wir haben sollten zu dieser Zeit. And we see how timely everything is happening. Und dass wir sehen können, wie alles in seiner Zeit passiert. Lord, when we are in an identity crisis, Herr, wir befinden uns in einer Identitätskrise. help us to not see it as anything bad, Bitte hilf uns, dass wir es nicht als etwas Schlechtes sehen, but as something which is needed aber als etwas, das notwendig ist, before the Sunday law hits. bevor das Sonntagsgesetz eintrifft. So encourage everyone Also ermutige bitte jeden, that they will stick to this movement and hold on, dass sie an dieser Bewegung festhalten und weitergehen and that they will obtain that needed change. und dass sie diese Veränderung In mitmachen. Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.